So, da bin ich auch schon wieder. Der Tim the Play macht weiter mit Godus. Ich kann jetzt nicht sagen, wo ich stehen geblieben bin, weil ich erst gestern weitergemacht habe. Wir gucken hier einfach, was wir daraus machen können. Hier haben wir anscheinend hier Häuser gebaut. Und unsere Aufgabe ist jetzt hier noch mehr zu bauen. Vielleicht so. Ja, prima. Und ja, dann kommt hier noch jemand und baut hier weiter. Ja, was kommt denn aus diesem Let's Play raus? Ich weiß es nicht. Ich hatte lange nicht mehr gespielt, dieses Godus. Achso, ja klar. Wenn wir das erreicht haben, werden die Häuser wahrscheinlich modern. Keine Ahnung. Prima. Dann mache ich hier mal ein bisschen weg, so dass ich hier auch mehr Platz habe für Häuser zu bauen. Schön. Ich habe eine Karte? Was bringen denn die Karten? Dies ist eine Belohnung für das Füllen des Bevölkerungsleiste. Dies muss, muss mit Stickern freigeschaltet werden. Neu, okay. Ich bin echt gespannt, was man mit denen alles machen kann. Sticker verbergen sich in Truhen. Es wird Zeit, eine zu finden. Einen zu finden. Ah ja, Truhe. Ja, es wird Zeit, eine zu finden. Das kannst du laut sagen. Sieh dich nach einer Schatztruhe um. Also da. Ach, da! Ah, schön. Ey, das finde ich mal richtig gut. Ja, und jetzt? Here we are in the timeline. Now, we've gone through a ton of revisions, haven't we, on the Yeah, timeline? started out as a book, and then where did we go from a book? I think we had many iterations of the Yeah, timeline. many iterations. And really what we wanted to get to is a feeling for you that you were in control of what was unlocked and when it was unlocked. So there's two stages. That first, the first strip, you can scroll through now and you can see where your advances are happening. There's some truly exciting advances in there. New to the PC build is the completely new settlement thing. We'll come to that later. But you need to be a little bit strategic, especially with the cards in the second row, which is the cards that you've discovered or unlocked by filling your bars up, and that you're going to unlock with stickers. Now, my big advice to you is don't waste your stickers. Mhm. You're going to they seem like you've got a lot of stickers at the start of the game, but as you go through, you'll realise that, say, being very strategic about the use of your stickers. Now, this first one is about New Age settlers, and it allows you to build this new abode. So I mean, you can use the undiscovered cards timeline to see have you got more than one type of card coming in after one another, and decide whether you want to save up. I'll end up having a few cards that I never complete because I want to save up for something bigger because it gets tougher later on. Yeah, definitely. And again, this is part of the kind of deeper strategy. The thing I like about this is that if you can't be bothered with that strategy, you don't have to. You can just stick your stickers on randomly. Your game is not going to be so naturally flowing if you do that. But if you are someone who I'm like this, who like a Civilization player that likes to unlock the things that they actually want, so. Ja, also ich kann natürlich kein Englisch, deswegen weiß ich nicht, was da passiert oder was sie geredet haben, aber gut. Aber ich verstehe das Spiel gerade. Hier erreicht man Macht des Gebiets. Und hier kann man dann halt was erreichen und dadurch spielt man das Ganze durch. Ich glaube, das wird ein sehr langes Let's Play. Nicht Let's Play Folge, aber langes Let's Play insgesamt. So, hey. So, hier befinden sich die Karten, die du schon entdeckt hast. Sie werden durch Sticker aktivieren. Tipp: Der Balken muss voll sein, um eine Karte freizuschalten und zu aktivieren. Ah ja. Ja, hier stehen auch die Aufgaben, was man so machen muss. Diesen Sticker kannst du die Behausung ziehen, Behausung ziehen, um sie zu aktivieren.
Die Farbe des Zeichen muss mit der Karte überstimmen. Ja, ich glaube, hier die Karte auf den Behausungskarte. Ah. Ich glaube, ich weiß schon, was sich daran erinnert. Du hast eine Karte aktiviert und deine Ziel weiter vorangebracht. Kehre in deine Welt zurück, um ihre Wirkung zu sehen. Ja, ich glaube, ich weiß. Right, you've received your first proper abode. Now, abodes have followers in them. There are two types of followers that live in this type of abode. That one are breeders. If an abode has breeders in, that means more people will be bred. Fairly obvious that. They also have workers. Now, you will notice that a little pip appears over an abode when a worker has something to do. You can click on that pip. At this moment, that's pretty much the only thing you can do with workers, but very soon now you'll be unlocking leashing. There's lots of powerful things that you can do with leashing. So it will seem a little bit grindy for a while. We just want to get you totally used to the idea that workers live in abodes, breeders breed, abodes give you things like belief. So bear with us, because the real strategy starts coming in a little bit later. Ja, eigentlich will ich das ganze Let's Play nicht mit Labern beschäftigen oder Labern zu hören, aber ich weiß, was der gerade weggemacht hat für eine Sprechblase. Ihr werdet sehen, was jetzt passieren wird. Hihi, das wird ja richtig geil. Ich weiß nämlich, was die Karten zu bedeuten haben. Ihr sicher auch. Und zwar bessere Gebäude. Hihi. Das finde ich mal richtig gut. Dann mache ich hier noch ein paar mehr. Das hier kann leider weg. Schade eigentlich. Noch mehr Häuser. Schön Häuser bauen. Ach, das wird ein schönes Dorf oder was man daraus machen kann. So. Ja. Eine hübsche neue Baustelle. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Hier kann es natürlich weitergehen. So. Hier baut man schön viel auf. Ja. Ich bin gespannt, wie weit das Let's Play gehen wird. Ey, wie geil. Ah, hier können wir auch noch was machen. Ich überlege gerade, was ich hier so noch machen könnte. So, die Folge geht noch 5 Minuten, dann mache ich auch wieder Cut, glaube ich. Weil ich habe keinen Bock, dass meine Dings wieder wegen Überlänge gesperrt. Was ist das denn? Ah, schade. Ah ja. Du hast eine Karte. Ah ja. Okay, now you've got the Restore Ruin card. This allows you to direct your followers to repair these ruins, which, generally speaking, will unveil different parts of the land. Now, later on in the game, there are different routes that you can take. Some of these will require either a lot of your resources or a lot of your followers to do. Generally speaking, the more followers you put into this, the faster they'll be discovered. So I always like trying to get a follower to one of these temples as soon as I possibly can, and we'll be talking about that a little later. This is another feature which has been in the game for a long time. I really love the idea that you can
use the resources of your followers either to build more, or to expand your population, or you can use them to do things like restore ruin in the world. And this card unlocks not just repairing these beacons, but other things in the world as well. Some things that we're actually hidden beneath the landscape right now. But you'll be able to repair anything once you've got this card. Ja, also was sie jetzt labern, weiß ich nicht, aber hier steht, das Leuchtfeuer kann erreicht werden. Tippe auf eine Bauhause in der Nähe mit einem freien Baumeister. Ah ja, Tipp, Leuchtfeuer erfüllt unerwartete Dinge. Jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt wohl machen. Mhm. Aha. Achso, man braucht noch mehr. Mhm. Aha. Ich guck mal zu, was die da bauen. Jo. Ich finde, das sieht so geil aus, wenn da was rauskommt, was sie da so bauen. Ah ja. Aber wo kommt das Leuchtfeuer überhaupt her? Weil die haben es ja nicht angefangen zu bauen, glaube ich. Deine Anhänger haben dieses Leuchtfeuer errichtet. Tippe auf die Karte, um es zu aktivieren. Ah. Sehr geil. Hört sich gut an. Was kann man hier noch so machen? Ah, mir fehlt noch ein bisschen was. Okay. Nachdem du dieses Ziel erreicht hast, erhältst du von deinen Anhängern Energie von den Gläuben. Ach ja, ich erinnere mich noch. Dann kommt da so... Oh, hier kann man noch einen Arbeiter holen. Dann kommen da so... Ja, rosane Kugeln über die Häuser und die kann man anklicken und das bringt Punkte. Und das kommt eher genau dann, wenn die beten und an Gott glauben, glaube ich. Oh, cool. Schatztruhe. Wie geil. So. Jo. Ist gleich so fertig, das Let's Play. In ein paar Sekunden oder Minuten. Ja, dann warte ich, bis das hier noch fertig ist. Und dann mache ich wieder mal Cut. Ja. So. Mhm. Ah, ein Countdown. Ja, ich könnte mitzählen, aber ich finde das zu peinlich, immer zu Countdown mitzuzählen und überhaupt, das passt nicht zu mir. So, im nächsten Display wird dann dieses Haus hier und dieses hier auch aufgebaut. Dann, ja, oh, Mist. Jo, dann mache ich jetzt mal Cut. Bis bald oder bis morgen oder bis wann auch immer. Tschüss.